und herzlich willkommen zu meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und in meinem Podcast geht es, wie ihr wahrscheinlich wisst, um Stricken, Wolle, Reisen, die mit dem Stricken und Wolle zu tun haben und manchmal um meinen Hund, der gerade sehr unzufrieden hier auf dem Boden liegt, weil, warum auch immer, ich glaube, er möchte einfach mal ein bisschen mehr beachtet werden. Bevor ich anfange, ganz herzlich willkommen an alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten und falls ihr das noch nicht seid, gerne abonnieren, gerne die Benachrichtigung anklicken und gerne wiederkommen, wenn euch das gefällt, worüber ich hier spreche. Und im heutigen Video geht es ums Übersetzen. Das habt ihr jetzt nicht erwartet, vermutlich. Ja, es geht um eine ganz konkrete Strickanleitung, die ich aus dem Englischen ins Deutsche für die Designerin übersetzt habe. Und dazu, also ich zeige dann das entsprechende Strickstück, ich spreche über das Design und im Anschluss, und das wird der längere Part des Videos sein, spreche ich darüber, wie sozusagen eine Privatstrickerin an die Informationen in einer Strickanleitung kommen kann, also welche Möglichkeiten sie hat, wenn sie die Sprache der Strickanleitung nicht beherrscht. Ja, also ich werde verschiedene Wege beschreiben und ja, weiterführende Informationen geben, sozusagen, was man da machen kann. Und in diesem Zusammenhang werde ich natürlich auch über das professionelle Übersetzen von Strickanleitungen sprechen, nicht aus der Perspektive der Übersetzerin, sondern aus der Perspektive der Strickerin, ja, die sich fragt, warum lasse ich mir die Anleitung eigentlich nicht übersetzen? Es gibt ja so viele Übersetzer. Ja, das sind die Themen heute und wir fangen mit dem eigentlichen Design an. Es geht um das Ever After Dress von Judy Jewell. Das ist dieses also Mädchenkleid. Judy Jewell ist auch bekannt sozusagen als The Autumn Acorn. Und ihr findet sie auf Ravelry, auf Instagram. Ich glaube, sie hat keine eigene Internetseite, bin mir aber nicht sicher. Ja, ich bin zufällig über ihre Designs gestolpert, weil sie auf Instagram Fotos von diesem Kleid gezeigt hatte, als es noch quasi als Design entstanden ist. Und da wollte ich unbedingt Teststricken für sie, um für meine Tochter dieses wunderschöne Kleidchen zu stricken. Die Farben, in denen das Design gezeigt wurde auf Instagram, sind auch wirklich sehr schön. Das sind so rosa und grau Töne. Ich hätte gerne aus ähnlichen Farben gestrickt, aber ich hatte nichts Passendes zu Hause. Und ich bin ja immer wieder so auf der Welle, dass ich meinen Stash, also meinen Wollvorrat, aufbrauchen sollte. Ich habe recht viel davon. Und ja, dann habe ich halt die Garne genommen, die ich da hatte. Musste teilweise was nachkaufen. Ja, zumindest von diesem Fingering-Garn musste ich was nachkaufen. Mir haben, also ich weiß nicht, 5 Reihen oder so unten haben nicht gereicht. Oder das Garn hat für die letzten 5 Reihen nicht gereicht oder so ähnlich war das. Auf jeden Fall musste ich halt ein bisschen was nachkaufen. Und ja, musste hier auch hadern damit, welches Garn ich nehme beim Rock. Aber darüber spreche ich gleich in einem reingeschnittenen Video, das ich bereits für meine Patroninnen aufgenommen habe. Ja, zurück zum Design. Bei diesem, wie ich eben schon gesagt habe ich Judy selbst angeschrieben damals und ihr vorgeschlagen, dass ich das stricke. Sie hat sich sehr gefreut, aus welchen Gründen auch immer. Hallo Judy, falls du gucken solltest und meine Untertitel lesen solltest. Ja, sie hat sich sehr gefreut und dann durfte ich mitstricken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die größte Größe, also ich glaube für 8 Jahre. Die Anleitung gibt es von 2 Jahren bis 10-Jährige, also von 2 Jahren bis 10 Jahre groß. Und ich habe, glaube ich, die Größe für die 8-Jährige genommen. Das Kleid ist meiner Tochter noch ein bisschen zu groß. Sie ist 7.
Aber das sage ich auch in dem Video, das gleich kommt. Ich stricke normalerweise halt etwas größere Sachen für das Kind. Wahrscheinlich macht ihr das auch so, wenn ihr Kinder habt und für Kinder strickt, weil ansonsten wachsen die Kinder halt sehr schnell aus den Sachen raus. Und dann habe ich halt Test gestrickt und dachte, oh, wie schade, in den Anleitungen von Judy gibt es nur in Englisch. Sie ist eine US-amerikanische Designerin. Und dann irgendwann so im Zuge also meiner Strategie, meine beiden Leidenschaften, und zwar die fürs Übersetzen und die fürs Stricken, miteinander zu vereinen, habe ich sie angeschrieben und ihr vorgeschlagen, dass ich ihre Designs, ihre Strickanleitungen ins Deutsche übersetze und dafür das Recht habe, die Übersetzungen an meine Patroninnen zu schenken. Ja, also meine Patroninnen, also meine Patreon-Mitglieder bekommen die von mir übersetzten Anleitungen von Judy kostenlos im Rahmen der Mitgliedschaft. Wenn ihr also noch kein Mitglied seid auf meinem Patreon-Kanal, gerne beitreten, der Zugang steht da. Ihr müsst euch auch nicht für 3 Jahre verpflichten oder sowas. Es reicht auch sozusagen und würde mich sehr freuen als Unterstützung, wenn ihr zum Beispiel für einen Monat, für ein paar Monate beitretet. Während dieser Monate bekommt ihr den Zugang zu meinen Übersetzungen von fremden Strickanleitungen, aber auch für meine eigenen Anleitungen. Mittlerweile sind es 2. Normalerweise werde ich das dann auch so handhaben, dass meine aktuellste oder die aktuellsten 2 Anleitungen kostenlos an alle Patreon-Mitglieder gehen, beziehungsweise innerhalb der Patreon-Seite heruntergeladen werden können. Im Moment sind das 2, meine First Impression Blouse und meine First Impression Blouse Plain Versionen. Beide können heruntergeladen werden. Auch die englische Version von der First Impression Blouse kann heruntergeladen werden. Und neuerdings eben die Anleitung zu diesem Kleid in deutscher Sprache. Die Anleitung zu diesem Kleid könnt ihr aber auch auf Ravelry oder auf Etsy von Judy direkt kaufen, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Es wird noch weitere Übersetzungen von Judys Anleitungen geben auf meinem Patreon-Kanal und im Ravelry Store von Judy. Die werden dort verkauft und im Etsy-Shop von ihr. Genau, sie hat auch einen Etsy-Shop. Ich weiß noch nicht, ob sie im Etsy-Shop die deutsche Variante auch schon drin hat, aber die englischen Varianten ihrer Anleitungen können da auf jeden Fall gekauft werden. Kann ich wirklich empfehlen. Sie hat zwar noch nicht so viele Anleitungen, muss man ja auch nicht, aber sie hat viele schöne Anleitungen. Und es wird auch nach und nach immer mehr ihrer Anleitungen in deutscher Sprache geben, weil ich nach und nach ihre Anleitungen, zumindest diejenigen, die mir gefallen und die meinen Patroninnen gefallen, die nämlich mitbestimmen dürfen, was ich als nächstes übersetze, ja, die werden dann nach und nach auf meinem Patreon-Kanal erscheinen, zum Herunterladen, kostenlos, und in Judys Shops halt zum entsprechenden ganz normalen Anleitungspreis. Jetzt kommt das Video, das ich eben erwähnt habe, das ich bereits für meine Patroninnen zu dieser Übersetzung und zu diesem Kleid aufgenommen habe, beziehungsweise einen Ausschnitt davon. In dem Ausschnitt spreche ich darüber, wie das Kleid gestrickt wird, welche Garne ich verwendet habe und wie das Ding so aufgebaut ist sozusagen, damit ihr eine Unterstützung habt, unabhängig davon, ob ihr meine Patroninnen geworden seid oder einfach nur die Anleitung bei Judy gekauft habt. Viel Spaß und bis gleich nach dem Videoausschnitt. Ich zeige zuerst das Kleid, meine Version. Ich habe sie vielleicht auch schon gesehen. Ich habe sie auch sowohl in meinem Podcast gezeigt, als auch auf Instagram. Und man sieht sie auch auf Ravelry in dem entsprechenden Projekt bei mir. Und man sieht sie auch in der Anleitung. Sie hat, also ich schaue mal in meinem schlauen Tablet. Also das ist ihre Ravelry-Seite von der Anleitung. Ich werde sie vielleicht einblenden, aber man sieht halt die Seite und unter den Fotos von dem Projekt von ihr, ich glaube auch von einer Teststrickerin oder von einer Bekannten von ihr, sieht man halt auch das Foto von meinem Kleid. Sie hat mich damals gefragt, ob das in Ordnung ist für mich, wenn sie mein Projektfoto verwendet, und das tut sie dann halt. Auch in der Anleitung ist dieses Foto zu sehen. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, wenn das Kleid halt so, ja, nicht am Kind ist.
dann gehe ich mal kurz durch, worum es hier geht. Wie man sehen kann und wie man aus der Anleitung auch lesen kann oder in der Anleitung lesen kann, wird das Kleid aus 2 Garnarten gestrickt. Zum einen ein Sockengarn, also hier oben wird ein Sockengarn verwendet. Ich habe ein selbst streifendes, kann man vielleicht sagen, also auf jeden Fall ein Garn mit ganz vielen Farbübergängen genommen. Ja, das ist alles ein Garn. Hier ein Haar. In der Sockengarnstärke entsprechenderweise oder entsprechend. Dann wird hier an diesem Empire Taillenband werden dieses Fingerringgarn und ein Faden Seidenmohair zusammengestrickt. Also das sieht man hier. Und dann wird der Rock in der Anleitung mit 2 Fäden eines Seidenmohairs gestrickt bis zu dem Saum und der Saum wieder in dem Garn, aus dem halt ja, der obere Teil des Kleids gestrickt wurde. Ich hatte das auch so eigentlich beabsichtigt, das so zu machen, also mit 2 Silk Mohair Fäden den Rock zu stricken, aber mitten beim Stricken, also hier ungefähr, also in der Mitte des Rocks, musste ich feststellen, dass das Seidenmohair, das ich hatte, dafür nicht ausreichen würde. Und ich konnte die gleiche Farbe nicht mehr finden. Ja, das war dooferweise, hatte ich nur also ich hatte 2 verschiedene Seidenmohairs genommen. Ich habe leider weder ein Label davon, also keine Banderole, noch kann ich jetzt genau, doch, ich kann genau sagen. Ich hatte Lana-Gatto Silk Mohair in 2 Farben gehabt. Einmal in Blau 7265 und einmal in einer anderen, also mit so einem Übergang. Und ja, ich hatte insgesamt, glaube ich, 3. Ach nee, nein, genau, das war nur dieses Blau. Und ich hatte 3 Knäuel. Und sie hätten eigentlich reichen müssen, haben sie aber nicht. Ja, das konnte ich schon sehen, in der Mitte ungefähr, dass sie nicht reichen werden. Also habe ich den Rock wieder geribbelt, die beiden Fäden getrennt, damit ich genug einfädig habe und ein anderes Garn dazu genommen. Das sage ich gleich. Aber immer in der Anleitung wird der Rock aus 2 Seidenmohair Fäden gestrickt und dadurch ist er natürlich leichter. Ja, also er ist durchsichtiger und leichter und dadurch so ein bisschen märchenhafter. Oder so prinzessinnenhafter. Ja, also ich zeige das Kleid nicht nochmal. Ich glaube, ich habe es die ganze Zeit schon hochgehalten. Die Garne. Das Sockengarn, das ich verwendet habe, ist dieses hier. Ja, man sieht hier wunderbar die Übergänge von außen, beziehungsweise also am Anfang so und dann wechselt die Farbe zu unterschiedlichen anderen Farben und dann wiederholt sich quasi das, was von außen ist. Das war das Garn Lazy Lion Variegated in Semi-Solid. Ja, okay, also Lazy Lion von Kremke Soul Wool in Farbe 5, Bunch of Rose heißt das. Genau, also Farbnummer 5. Und den Rock habe ich gestrickt aus einem Faden von diesem Garn, das ist Lamana Pura Arte. Ja, das ist Baby Alpaca, Lace Weight, also Lace Stärke. Wie viel habe ich hier? 400 Meter auf 50 Gramm, ja, also 800 Meter auf 100 Gramm. Sehr dünn und den einen Faden habe ich mit einem Seidenmohair-Faden von Lana-Gatto Silk Mohair gehalten in Farbe Blau. Das ist Farbe 12a. Und ja, das ist dann halt mein Kleidrock geworden. Man sieht so ein bisschen, dass die Farbe nicht so monoton ist. Das finde ich immer sehr schön, sondern so, ja, halt so ein natürliches Farbspiel hat.
Beim Kleid oder was die Konstruktion des Kleides angeht, sie ist recht einfach. Und dadurch, also ich liebe einfache Konstruktionen und dadurch ist sie natürlich auch sehr genial. Das heißt, jeder Anfänger oder mehr oder weniger Anfänger kann das Kleid stricken. Es gibt keine verkürzten Reihen, ja, also der Rücken wird nicht geformt. Es ist eine einfache Raglan-Konstruktion und es wird in Runden gestrickt. Das sieht man, wenn man bis zu diesem Bereich gekommen ist. Also man strickt, Moment, das ist so nicht sichtbar. Man strickt halt die Raglan-Zunahmen und irgendwann kommt man zu dem Separieren von Ärmelmaschen und Körpermaschen. Und da strickt man dann so eine Rüsche an den Ärmeln. Ja, also sie ist bei mir nicht so rüschig geworden, aber ich habe alles genauso gemacht, wie in der Anleitung drin steht. Man verdoppelt hier einfach die Anzahl der Maschen und das müsste eigentlich rüschiger sein. Ich weiß nicht, warum es. Vielleicht hätte man das so ein bisschen mehr spannen müssen nach dem Waschen. Habe ich vielleicht nicht so gemacht. So, und dann verbindet man halt verbindet man nicht, sondern dann strickt man halt nur die Körpermaschen in Runden weiter, bis man zu dem Teilinband kommt und dann verdoppelt man wieder die Maschen für den Rock und strickt dann halt mit 2 Silk Mohair Fäden und dann wechselt man wieder zu einem Strang oder nicht Strang, sondern einem Faden Sockenwolle oder halt Fingering-Wolle und strickt so ein Wellenmuster, so ein Wellenlace-Muster. Ja, für ein Mädchen finde ich das Kleid wunderschön. Also ich würde mir auch so eins stricken, kann ich ja auch machen, bin noch nicht dazu gekommen, weil ich so viele andere Sachen stricke, wie ihr wisst. Was kann man noch dazu sagen? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Informationen, die man dazu sagen kann. Ich schaue mal, welche Größen es gibt. Es gibt in der Strickanleitung gibt es Größen ab 2 bis 10 Jahre. Ja, also immer in so Zweierstritten für 2-Jährige, 4-Jährige, 6, 8, 10-Jährige. Ich glaube, ich habe die Größe für eine 8-Jährige genommen, obwohl meine Tochter erst 7 ist und da war sie erst 6, weil ich das immer so mache. Ja, bei meiner Tochter nehme ich immer mindestens 1, 2 Jahre älter. Nicht nur, weil ich möchte, dass meine Tochter diese Stricksachen irgendwie länger tragen kann, sondern weil sie auch recht hoch gewachsen ist, im Gegensatz zu mir. Und ja, halt einfach nur, weiß ich nicht, also die Sachen halt einfach besser sitzen. Ja, die Ärmel sind nicht zu kurz, der Körper ist nicht zu kurz. Wie ihr wisst, stricke ich für sie auch schon mal Erwachsenengrößen, die zum Beispiel, also XS-Größe, manchmal auch sogar die richtige XS-Größe und die passt ihr. Die trägt dann auch, sie trägt diese Sachen auch 1, 2, hoffentlich auch 3 Jahre. Sie trägt jetzt zum Beispiel Pullover echt seit einem Jahr und die passen ihr noch. Und das ist natürlich ein Segen, weil ansonsten gerade bei Stricksachen wäre das echt schade, wenn das Kind dann nur ein halbes Jahr die Sache tragen. Und als nächstes möchte ich jetzt noch darüber sprechen, wie man als eine einzelne Strickerin sozusagen, als Privatstrickerin eine Anleitung nachstricken kann oder nach einer Anleitung stricken kann, deren Sprache man eigentlich nicht versteht. Also welche Möglichkeiten haben wir dann, wenn wir diese Sprache nicht können? Und ich habe mir 3 Wege überlegt. Der erste Weg ist, man gibt eine Übersetzung dieser Anleitung an einen Übersetzer oder eine Übersetzerin in Auftrag. Das ist die erste Variante. Zweite Variante wäre, dass die Übersetzerin und die Designerin sich zusammentun sozusagen und zum Beispiel die Designerin die Übersetzerin beauftragt mit dem Übersetzen der Anleitungen und trägt die entsprechenden Kosten und die Anleitung wird dann ganz normal in beiden Sprachen oder in wie vielen Sprachen auch immer einfach ganz normal verkauft oder verschenkt, wie auch immer die Designerin das so vorhat. Und die dritte Variante oder die dritte Methode ist, dass man mit Hilfe von modernen Technologien und dem eigenen Strickkönnen sich so ein bisschen durchkämpft oder durcharbeitet durch eine
durch die Anleitung in einer unbekannten oder ganz wenig bekannten Sprache, und diese Anleitung strickt, obwohl man ja quasi der Sprache gar nicht mächtig ist, ohne Hilfe von weiteren Übersetzern und Designern. Also diese 3 Methoden habe ich mir überlegt und dazu spreche ich jetzt ein bisschen. Wenn euch also das Thema Übersetzen von Strickanleitungen oder Stricken nach fremdsprachigen Anleitungen nicht interessiert, dann ja, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Für alle, die aber diese Frage interessiert, gerne bleiben. Ich freue mich sehr, wenn ich nicht einfach nur mit meinem Telefon spreche. Also, die erste Methode: Man gibt die fremdsprachige Anleitung an einen professionellen Übersetzer zum Übersetzen und bezahlt entsprechende Kosten. Ja, leider ist diese Variante für eine normale Strickerin nicht unbedingt die beste Methode, weil zum einen diese Einzelstrickerin zum Beispiel die Kosten der Übersetzung komplett tragen müsste. Sie darf auch nicht die Anleitung übersetzen lassen und dann eigenständig verkaufen, die Übersetzung, um zum Beispiel die Kosten wieder reinzuholen, weil das Urheberrecht das verbietet. Und in Deutschland ist das Urheberrecht recht streng. In der EU ist das Urheberrecht teilweise harmonisiert, also teilweise gibt es Urheberrechtsregelungen, die in allen EU-Ländern gleichermaßen gelten. Also sollte man jetzt nicht unbedingt riskieren, dass man aus dem Ausland eine Anzeige bekommt dafür, dass man eine fremde Anleitung, also ein fremdes urheberrechtsgeschütztes Werk übersetzen lässt und weiterverkauft. Ja? Also müsste man quasi die kompletten Übersetzungskosten nur für sich selbst tragen. Wie berechnen sich die Übersetzungskosten? Es gibt so einen ungefähren Messwert, dass ein durchschnittlicher Übersetzer bei einem durchschnittlich schwierigen Text pro Tag 2000 Wörter übersetzen kann. Als Beispiel nehme ich jetzt meine Anleitung für die First Impression Blouse. Die Anleitung besteht oder ist 1600 Wörter lang, ja, also etwas weniger als ein durchschnittlicher Übersetzer am Tag übersetzen könnte. Wenn wir das so miteinander umrechnen, dann bekommen wir den Wert, dass der Übersetzer pro Stunde ungefähr 250 Wörter übersetzt. Das würde bedeuten, dass man für die Übersetzung meiner Anleitung, wenn man sich hinsetzt und nicht mehr aufsteht, bis man fertig ist, ungefähr 6,5 Stunden brauchen würde. Genauer genommen 6,4 Stunden. Wenn wir den Mindesthonorar bzw. den Mindestlohn nehmen aus Deutschland, ich bin mir nicht sicher, dass ich den korrekten Wert im Kopf habe, aber sagen wir mal 12, 13 Euro in Deutschland als Mindestlohn, mal 6,5 Stunden, dann bekommen wir ungefähr 77, 80 Euro, wenn der Übersetzer den Mindestlohn bekommen würde. Ja, das heißt, wenn meine Anleitung an einen Übersetzer in Auftrag gegeben wird, der bereit wäre, zum Mindestlohn zu arbeiten, würde der Übersetzer schon 80 Euro haben wollen. Aber Übersetzen ist ein akademischer Beruf. Das ist ein hochqualifizierter Beruf, den man lange erlernen muss, wo man Erfahrung sammeln muss. Und Übersetzen von Strickanleitungen ist ein hochspezifischer Fachbereich im Übersetzen. Jemand, der nicht stricken kann, oder zumindest nicht alle Strickbegriffe und alle Strickmethoden kennt und weiß, wie sie aussehen, wie sie beschrieben werden, der wird eine Anleitung nicht übersetzen können. Das heißt, neben der akademischen Ausbildung bzw. einer qualifizierten Weiterbildung und Erfahrung mit Strickfachtexten wird ein Übersetzer diesen Text nicht korrekt übersetzen können. Im Umkehrschluss, was den Lohn angeht oder das Honorar angeht, bedeutet das, dass der Übersetzer in der Regel pro Stunde mehr berechnen wird als den Mindestlohn. Und wenn ich mich an den Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer so orientiere, sie geben regelmäßig so Honorarspiegel raus, wo drin steht, zu welchen Preisen Übersetzer normalerweise arbeiten. Wenn ich den Wert daraus nehme, dann sind das 52 Euro pro Stunde. Wenn wir diese 52 Euro pro Stunde mal 6,4 Stunden nehmen, die für die Übersetzung von meiner Anleitung gebraucht würden, dann bekommen wir
332,80 € für eine Anleitung. In meinem Fall, also meine Anleitung gab es ja zuerst in Deutsch und dann erst in Englisch. Wenn man also meine Anleitung aus dem Deutschen ins Englische übersetzen würde und selbst bezahlen würde, dann würde man ca. 300, 330, 350 € dafür zahlen müssen. Ich gehe davon aus, dass keine von euch bereit wäre, ja, 300 € zu zahlen, nur um eine Anleitung nachstricken zu können, ja, wo eigentlich auch noch das Garn dazu kommt, wo man noch ja, die Zeit investiert, um das zu stricken. Da müsste man echt schon sehr viele, ja, sehr oft diese Anleitung gestrickt haben, damit sich das irgendwie rentiert über die Strickstücke durch sozusagen. Ja, also ist das keine in Frage kommende Methode. Ich als Podcasterin und als Übersetzerin werde immer wieder gefragt von meinen Zuschauerinnen oder von Strickerinnen, die ich auf Wollfesten treffe, ja, ob das möglich wäre, ob ich eine bestimmte Anleitung übersetzen könnte für sie, ja, und was das kosten würde. Und ich musste das mehrfach ja, quasi ablehnen, indem ich einfach nur beschreibe, ganz kurz beschreibe, nicht ganz so ausführlich, wie ich es gerade getan habe, ja, wie die Kosten sich berechnen würden oder wie das Honorar sich berechnen würde. Dann haben natürlich diejenigen, die angefragt haben, direkt auch ausgeschlossen, dass sie das selber bezahlen wollen. Theoretisch könnten sich ganz viele Strickerinnen zusammentun, zusammenlegen, zum Beispiel jeweils 7 bis 10 € zusammen, also in den Pott schmeißen und dann genug Geld zusammentragen, um eine professionelle Übersetzerin, einen professionellen Übersetzer zu beauftragen. Das müssten aber zum Beispiel bei meiner Anleitung, die wirklich nicht viele Seiten hat, ich glaube 8 Seiten sind das, auf jeden Fall habe ich versucht, möglichst kurz zu schreiben, was natürlich nicht heißt, dass da wenige Informationen drin sind, aber auf jeden Fall würde eine relativ kurze Anleitung, für eine relativ kurze Anleitung würde man 30 bis 50 Leute brauchen, damit das für jeden Einzelnen sich rentiert. Ja? Und ich gehe davon aus, dass so große ja, Übersetzertreffs selten anzutreffen sind und und noch seltener würden alle diese Anleitung stricken wollen. Ja? Also ich gehe davon aus, dass es nicht sehr realistisch ist. Wir müssen also die erste Methode streichen aus meiner Liste. Die zweite Methode, die ich ja bereits aufgezählt habe, ist, dass die Übersetzerin und die Designerin, beziehungsweise umgekehrt die Designerin und die Übersetzerin sich zusammentun und irgendeine Art von Kooperation abschließen, bei der die Übersetzerin ja entweder ihr Honorar bekommt oder eine entsprechende Gegenleistung und die Designerin halt die Übersetzung bekommt in guter Qualität. Und eine gute Qualität der Übersetzung ist wichtig. Das wisst ihr, wenn ihr schon mal nach Übersetzungen von Strickanleitungen gestrickt habt, die ungenau waren, die nicht korrekt waren, wo Zahlendreher drin waren. Ja, also das ist kein Spaß, mitten im Strickstück festzustellen, dass die Übersetzerin oder vielleicht auch ursprünglich die Designerin einen Fehler gemacht haben. Also sollte man schon darauf achten, dass man die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit bekommt, sondern grundsätzlich ist halt Qualität nicht nur beim Übersetzen wichtig, aber wir befinden uns hier im Bereich Übersetzen von Strickanleitungen, also ist die Qualität auch beim Übersetzen von Strickanleitungen enorm wichtig. Ja, das heißt, es sollte eine professionelle Übersetzung sein, das sollte keine Hobbyübersetzerin sein, die nicht weiß, wie Fachübersetzungen angefertigt werden. Oder das sollte vielleicht keine professionelle Übersetzerin sein, die aber keine Ahnung von Strickanleitungen hat oder keine Ahnung vom Stricken, vom Häkeln und von entsprechenden Fertigkeiten hat. Ja, also es muss beides zusammenfließen, professionelles Übersetzen als Beruf oder als Tätigkeit, das muss keine Übersetzerin sein, die noch oder schon beruflich tätig ist als Übersetzerin, aber das muss eine Übersetzerin sein oder ein Übersetzer natürlich, die weiß, was professionelles Übersetzen bedeutet und das machen kann und das auch tut. Und da sollte natürlich eine Fachübersetzerin oder ein Fachübersetzer sein, der wirklich, wirklich, wirklich viel Ahnung hat vom entsprechenden Handwerk oder von der entsprechenden Handwerkskunst, wofür ich Stricken halte und Übersetzen übrigens auch. Das sollte beides
zusammentreffen, stricken können, übersetzen können und beides gleichzeitig tun, mit guter Qualität. Ja, und das ist in der Regel wirklich nur in Kooperationen zwischen ja, Übersetzern und Designern möglich. Und das ist zum Beispiel auch genau die Methode, die ich gegangen bin, weil ja, ich wurde halt immer wieder angesprochen von Zuschauerinnen, ja, was das kosten würde oder ob ich vielleicht irgendwie was machen könnte sozusagen, also schnell mal helfen könnte beim Übersetzen einer Strickanleitung, um der Zuschauerin, der Strickerin zu helfen, nach dieser Anleitung zu stricken. Und eine schnelle Hilfe ist halt nicht möglich. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, welchen Weg wir gehen können. Für Designer und Designerinnen, gerade für kleine sogenannte Indie-Designerinnen, ist das häufig auch nicht möglich, eine professionelle Übersetzung für jede Strickanleitung zu beauftragen. Ich habe ja vorgerechnet, für die Übersetzung einer Anleitung würde die Designerin 300 ja, bis, weiß nicht, 500 Euro vielleicht, wenn die Anleitung etwas komplexer ist, zahlen müssen. Dieses Geld muss sie erstmal mit den Anleitungen reinholen. Wenn eine Anleitung 7 Euro kostet, kann man sich vorstellen, dass viele Anleitungen verkauft werden müssen, nur um Übersetzungskosten reinzuholen. Und da müssen wir dann noch schauen, okay, können so viele Anleitungen in deutscher Sprache verkauft werden? Wenn man aber auch noch andere große Sprachen nehmen möchte, zum Beispiel Spanisch noch dazu, Französisch vielleicht, ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass Spanisch häufig gekauft wird, Französisch schwierig, Englisch wird am häufigsten gekauft, davon gehe ich aus. Die Anzahl dieser Anleitungen für jede Sprache muss halt die Übersetzungskosten decken, plus die Entwicklungskosten der Designerin, ja, plus andere Kosten, die dafür anfallen, dass sie Garne kauft, weiß ich nicht, Werkzeug kauft, Videos aufnimmt, die Zeit investiert und so weiter. Ja, also ich muss euch das nicht aufzählen. Strickdesign ist, wenn das auch professionell gemacht wird, kostet Zeit und Geld. Und man muss zuerst diese bereits angefallenen Kosten reinholen, bis man überhaupt Gewinn gemacht hat. Das kann ich jetzt auch selbst aus der eigenen Erfahrung beurteilen. Ich habe ja jetzt sogar 2 Anleitungen mittlerweile veröffentlicht und ja, weiß, wie das ist oder wie viel so reinkommt und wie viel Zeit ich zum Beispiel investiert habe, um diese Anleitung zu schreiben, um das Strickstück zu stricken, mittlerweile 3-mal sogar, um alle Zahlen immer wieder zu überprüfen, zu schauen, warum etwas nicht passt, ja, weil es passiert oder man kommt früher oder später immer zu dem zur Situation, dass irgendwas in der Anleitung nicht passt. Dann muss man überlegen, okay, habe ich jetzt irgendwas Falsches gestrickt oder habe ich was Falsches geschrieben? Ja, das muss also wirklich viel, ja, das ist viel zeitlichen Aufwand, der zwar Spaß macht, für den man aber Konzentration braucht, Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten, Motivation. Ja? Aber eigentlich ging es gar nicht um das Design an sich, sondern ja, professionelle Übersetzung von einer professionell erstellten Strickanleitung kostet Zeit und Geld und sowas kann sich eigentlich nur lohnen, wenn zwischen Designern und Übersetzern gewisse Arten von Kooperationen entstehen. Und so eine Kooperation bin ich jetzt mit Judy eingegangen, also Judy Jewell, von der ich im ersten Teil des Videos gesprochen habe. Und ja, die erste Übersetzung ist bereits erschienen, kann man auch bei ihr im Store kaufen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, und kann man bei mir als Patreon-Mitglied kostenlos bekommen. Ja, das ist ja quasi eine Ausprägung so einer Kooperation. Das war die zweite Methode, die ich für also eigentlich eine sehr schöne Methode halte. Das ist nicht die letzte, also es gibt ja gleich noch eine, aber diese zweite Methode finde ich, also irgendwie, was Entwicklung dieser Branche und der Strickbranche, der Faserbranche angeht, irgendwie am nachhaltigsten, glaube ich, weil die Qualität oder weil die Verbindungen, die dadurch entstehen zwischen Übersetzern und Designern natürlich ja, recht stabil sind.
und weil die Qualität der dadurch entstehenden Übersetzungen auch gut und quasi stabil und nachhaltig ist. Ja, genau. Das war die zweite Methode. Die dritte Methode, die ich erwähnt habe am Anfang, ist, dass man mit Hilfe von modernen Technologien und dem eigenen Strickkönnen nach fremdsprachigen Anleitungen stricken kann, obwohl man die Sprache nur schlecht oder gar nicht kann. Und damit meine ich Folgendes. Ich kann zwar mehrere Sprachen, aber ich kann kein Norwegisch. Und es gibt einen Pullover, einen sehr einfachen Pullover. Die Anleitung war, glaube ich, früher kostenlos. Mittlerweile ist sie nicht kostenlos. Ich glaube, weil sie so häufig heruntergeladen wurde. Aber bin ich mir nicht sicher, ob diese Information korrekt ist. Zumindest ist das ein Pullover, der, glaube ich, recht häufig gestrickt wurde, zumindest in Norwegisch. Den zeige ich hier. Und ich möchte dieses Rezept, diese einfache Anleitung nachstricken. Aber wie gesagt, ich kann kein Norwegisch. Also habe ich mich als, ja, ich sag mal Sprachexpertin, also als Übersetzerin und Übersetzungsdozentin, habe ich mich hingesetzt und mir Gedanken gemacht, wie kann ich trotzdem an die Informationen kommen, ohne dass ich eine Norwegisch-Kollegin beauftragen muss, weil ich ja weiß, wie viel das kostet. Ja? Und dieses Wissen, diese Vorgehensweise habe ich systematisiert und werde das in einen Kurs packen, der den Namen tragen wird, Stricken nach fremdsprachigen Anleitungen oder Sprachkenntnisse. Ja, ungefähr so wird der Titel lauten. Ich werde diesen Kurs als einen Online-Kurs auf meinem Patreon-Kanal anbieten. Zum einen. Zum anderen bin ich offen dafür, diesen Kurs als ein Tages- oder ein Halbtagsseminar anzubieten, auch bei Wollfestivals oder in Wollshops. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der Interesse daran haben könnte, entweder in Kommentaren schreiben oder mich persönlich anschreiben, also über die E-Mail, die da angegeben ist in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, dieses Seminar abzuhalten. Und in diesem Seminar soll es wirklich darum gehen, zum Beispiel nach norwegischen, dänischen, finnischen Anleitungen, vielleicht auch russischen oder also Anleitungen, die in anderen osteuropäischen Sprachen verfasst sind, zu stricken, ohne dass man die Sprache dafür erlernen muss. Ich werde in diesem Kurs oder in diesem Seminar Schritt für Schritt durchgehen, wie wir unser eigenes Wissen über das Stricken und so maschinelle Übersetzungssysteme, die offen zugänglich sind im Internet, miteinander so kombinieren können, dass wir die Anleitung verstehen. Ich möchte direkt warnen, das wird keine Übersetzung sein von diesen Anleitungen und ich möchte, also falls Designerinnen unter meinen Zuschauerinnen sind, ich möchte sagen, das wird auf keinen Fall eine professionell erstellte Übersetzung eurer Anleitung ersetzen. Ich hoffe, das ist sowieso quasi klar geworden aus meinen Ausführungen über die Übersetzungen. Eine professionelle Übersetzung ist eine ganz andere Tätigkeit, als einfach nur etwas zu verstehen. Etwas zu verstehen und dann korrekt in Worte zu verpacken, so dass jeder das nachstricken kann, ist was ganz anderes, als etwas zu verstehen und selbst nachstricken zu können. Ja, also da würde ich mir selbst als Designerin und anderen Designerinnen die Angst nehmen wollen, wenn Menschen, also wenn wir Strickerinnen stricken können nach fremdsprachigen Anleitungen, heißt das nicht, dass keiner mehr die Anleitungen kauft. Das heißt einfach nur, dass diejenigen, die auf eine professionelle Übersetzung nicht warten können oder wollen, beziehungsweise wenn eine professionelle Übersetzung gar nicht angestrebt wird von den Designern, können diese Menschen, die so einen Kurs gemacht haben, beziehungsweise die diese Herangehensweise an den Tag legen, trotzdem diese Anleitung nachstricken. Ja? Ich denke, das führt dazu, dass die globalen Verbindungen in unserer Strickwelt
in der Faserwelt dadurch eigentlich nur noch vielfältiger werden und wir als Strick-Community einfach noch mehr, auch quasi globusübergreifend, miteinander zu tun haben, was ich ja einfach sehr schön finde. Ich bin grundsätzlich selbst ein sehr kosmopolitischer Mensch. Ich bin halt auch in vielen verschiedenen Ländern aufgewachsen, wohne zwar jetzt in einem Vorort, aber ich reise unglaublich gerne. Ich kommuniziere mit Menschen anderer Kulturen sozusagen, nicht eigentlich, sondern sehr, sehr gerne und muss immer wieder feststellen, dass es andere Kulturen gar nicht gibt. Es gibt unterschiedliche Menschen, aber die gibt es halt innerhalb jeder Kultur. Und zwischen Kulturen und zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, ich will dieses Wort Kultur an dieser Stelle gar nicht nutzen, weil das, finde ich, eher eine Abgrenzung eine Abgrenzung bedeutet. Ich glaube, Menschen in der ganzen Welt haben viele Ähnlichkeiten, unabhängig davon, welche Sprache sie sprechen, aus welchem Land sie kommen und weiß ich nicht, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, Länge, Breite, was auch immer haben. Wir sind eigentlich alle gleich um den gesamten Globus rum und manchmal ist die einzige Barriere nicht mal die Sprache, sondern unsere Scheu, mit dem anderen zu kommunizieren, obwohl man die Sprache nicht kann. Und so ein bisschen diese Grundphilosophie liegt meinem Kurs zugrunde, den ich gerade aufbaue. Ja, Stricken nach fremdsprachigen Anleitungen, ohne dass man die Sprachkenntnis hat. Ja, ich hoffe, dass ihr da meiner Meinung seid und dass ihr grundsätzlich Interesse habt. Wenn ihr denkt oder wenn ihr, weiß ich nicht, Ideen, Fragen habt zu diesem Kurs oder zu diesem Seminar, schreibt mich an, entweder direkt über Instagram, über die E-Mail, hier in den Kommentaren. Wenn ihr Hinweise habt, sagt Bescheid. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht auch persönlich treffen können in einem Wollshop, in dem ich so ein Seminar geben kann, würde ich echt sehr, sehr gerne machen. So, und bevor ich mich verabschiede für heute, wollte ich noch ein paar Worte dazu sagen, was ich gerade anhabe. Das ist ein von mir entworfenes Shirt, ein sehr weites Shirt mit abgeschrägten Schultern. Also die Schulterform ist dann so, dass ich weiß gar nicht, ob ich das einblenden kann. Auf jeden Fall ist das nicht einfach nur ein Kasten, sondern das ist, also der Körper wird gerade gestrickt. Also hier wird einfach nur mit Hilfe von I-Cord der Rand geformt und das Shirt wird übrigens von unten nach oben gestrickt. Und dann wird mit Hilfe von verkürzten Reihen die Schulterform geformt, so dass das so abgeschrägte Schultern sind. Die Maschen von den Schultern werden offen gelassen, bis man alle 4 Teile, also die beiden vorne und die beiden hinten, abgeschlossen hat. Und dann werden die Schulternähte mit Hilfe von 3 Nadeln oder 3-Nadel-Abkettmethode geschlossen. Das muss man nicht so machen, man könnte auch den Maschenstich nutzen. Ich glaube, den nutze ich auch für mein zweites Musterstück in einer etwas kleineren Größe. Diese Größe ist etwas zu groß geraten, finde ich, für mich, aber ist auch gut. Und bei der zweiten Variante werde ich einfach nur den Maschenstich nutzen, wie bei Socken, wenn man halt Sockenspitze schließt, werde ich auch so machen, ja, so dass keine Schulternaht zu sehen ist. Aber in diesem Fall habe ich das jetzt halt so gemacht. Das Shirt wird der Rücken und der Vorderteil sind gleich gestrickt. Auch der Ausschnitt ist gleich. Es gibt kein Formen des Rückenteils mit verkürzten Reihen, weil ich dachte, das ist halt bequem. Das soll ein sehr bequemes Shirt sein. Einfach nur, den man im Winter und im Sommer tragen kann, je nachdem, woraus man das gestrickt hat. Und die Idee war, man muss nicht darauf achten, wie man das anzieht. Ja, also man kann das halt so rum oder so rum anziehen.
Theoretisch könnte man das auch, also den Vorderteil und den Rückenteil getrennt voneinander stricken, aus unterschiedlichen Farben. Dann kann man auch das noch mit reinbringen. Mir ging es hier nicht um nicht nur um die Form, sondern wirklich um das Formen der Schultern, so dass sie halt so abgeschrägt gehen, ohne dass dass man sich total verrenken muss sozusagen, wenn man zum Beispiel hinten anfängt, dann mit Zunahmen so zur Seite geht und so weiter. Das fand ich nicht so gut. Dieses Design werde ich jetzt in Worte packen, beziehungsweise das ausschreiben, was ich als Notizen schon habe. Und dann geht das Shirt in den Teststrick. Wenn ihr also Teststricken wollt, gerne meinen Kanal abonnieren oder auf Instagram darauf achten, was ich poste. Ich werde wie immer auf Instagram halt so einen Aufruf starten wahrscheinlich. Muss ich mal schauen. Also meine Patroninnen haben wie immer Vorrang. Ich werde also meine Patroninnen dürfen immer mittesten, sobald die Anleitung verschriftlicht ist, werden die Patroninnen sie bekommen, und wenn sie am Teststrick teilnehmen dürfen, wenn sie am Teststrick teilnehmen wollen, werden sie das auch dürfen. Und da muss ich schauen, dass ich für jede Größe mindestens eine Teststrickerin habe. Wenn meine Patroninnen dafür nicht ausreichen, beziehungsweise nicht so viele Patroninnen den Wunsch haben, das Shirt zu stricken, werde ich auf Instagram und vielleicht auch auf YouTube den Teststrickaufruf starten und noch fehlende Teststrickerinnen suchen. Es wird, ich denke mal, 4 Größen geben, weil das Shirt wird mit einigen Positiv-Is gestrickt. Ja, also mein Körper ist hier. Das heißt, wir haben hier 15, 30, 60 cm Positiv-Is bzw. Mehrweite. Ich glaube, man kann also eine Größe größer vielleicht noch machen, wenn überhaupt. Ich werde mal meine Mutter fragen, ob sie dieses Musterstück anprobieren möchte. Sie ist deutlich größer als ich, also in alle Richtungen größer, sodass sie für mich sicherlich 2XL dadurch mittesten könnte. Also anprobieren könnte, ob das für 2XL geeignet ist. Ja, dann muss ich schauen, ob ich vielleicht für 3XL also nochmal die entsprechenden Werte berechne und die nächste Größe auch ausschreibe. Und es wird auf jeden Fall 2 kleinere Größen geben als dieses hier. Ja, also deswegen brauche ich auch nie so viele Teststrickerinnen wie bei meiner First Impression Blouse zum Beispiel. Aber wenn ihr aufpasst und alle Fragen beantwortet, die ich dann haben werde für Teststrickerinnen, dann seid ihr bestimmt dabei. Das war alles, was ich heute in der Folge erzählen, zeigen, sagen wollte. Ich wünsche euch einen schönen, ruhigen Herbst. Schöne Zeit, schöne Ferien, falls ihr gerade auch Ferien habt, wie wir in NRW. Schöne Strickzeit und bis bald. Tschüss.